Willkommen bei Dynamic Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Tutorial. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um einen, ich sage mal, ein bisschen berüchtigten Move. Und zwar um den Hefesto. Warum ein berüchtigter Move? Der Hefesto ist eine, ich sage jetzt mal, sehr schwere und auch relativ fortgeschrittene Übung. Und auch eine Übung, vor der viele, teilweise auch zu Recht, großen Respekt haben. Einfach weil sie wirklich sehr auf die Strukturen geht. Und wie man das Ganze aber trotzdem lernen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man sich verletzt, wie man das Ganze am besten angeht, was die effektivsten Übungen sind und wie die richtige Ausführung aussieht, werden wir uns jetzt mal in diesem Video gemeinsam anschauen. Also zuerst jetzt mal die Ausführung und dann die wichtigen Vorübungen und dann zum Schluss noch, wie man das ganze Training dazu angehen kann. Genau, falls ihr schon glaubt zu wissen, die richtige Ausführung zu kennen, könnt ihr zu der Zeit, die jetzt hier eingeblendet ist, vorspulen und direkt zum Part kommen, indem ich die Übungen oder die Vorübungen für den Hefesto vorzeige, und wenn nicht, dann starten wir jetzt. Wir werden uns jetzt einmal die wichtigsten Punkte und die wichtigsten Dinge für die Ausführung beim Hefesto ansehen. Passt bitte gut auf, beziehungsweise merkt euch alles, was ich jetzt hier erkläre, weil alles, was ich hier erkläre, gilt nachher genauso auch für alle Vorübungen, die ich euch zeigen werde. Ich werde es nur nicht doppelt sagen, oder das meiste nicht doppelt sagen, weil sonst einfach das Video zu lang werden würde. Also merkt euch die wichtigsten Punkte. Der Hefesto wird manchmal auch German Hang Muscle abgenannt und startet dementsprechend auch eben eigentlich, zumindest bei der vollendeten Variante, im Hang rücklings mit gestreckten Armen und Schultern. Von dieser Position zieht man sich dann ohne Schwung nur aus den Armen und der Schultern nach oben, bis man mit der Stange am Rücken im Stütz mit gebeugten Armen angekommen ist. Wenn man will, kann man sich dann, wenn man oben angekommen ist, noch auf die Stange setzen, um die Arme oben zu strecken, aber zur eigentlichen Bewegung gehört das nicht dazu. Der Hefesto gilt wie gesagt normalerweise dann als geschafft, wenn man mit den Schultern über der Stange mit gebeugten Armen im Stütz ist, so dass im Prinzip der Rücken die Stange berührt. Eigentlich recht simpel, allerdings ist die Praxis eben doch nicht so leicht. Um den Hefesto richtig ziehen zu können, ist vor allem anfangs der richtige Grip sehr, sehr wichtig. Den solltet ihr deshalb so weit wie möglich nach oben gedreht anlegen und vor allem solltet ihr sehr fest zupacken und bei Bedarf Magnesium und eine möglichst grippige Stange verwenden. Das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Ohne den richtigen Grip und mit einer rutschigen Stange wird es nahezu unmöglich sein, einen Hefesto zu ziehen. Achtet also immer zuerst darauf. Zusätzlich könnt ihr euch dann während der Bewegung darauf konzentrieren, die Stange möglichst fest mit euren Fingerspitzen zu euch zu drehen. Das wird euch dabei helfen, den Grip nicht zu verlieren. Am besten hängt ihr euch dazu immer, bevor ihr startet, mit den Kniekehlen in die Stange, so könnt ihr den Grip gut anlegen. Was außerdem sehr wichtig ist, um einen Hefesto sauber ziehen zu können und um euch dann auch bei den Vorübungen nicht zu überlasten, ist es, dass eure Schulter von Anbeginn der Bewegung in Protraktion ist. So könnt ihr euren Bizeps besser aktivieren und ihr werdet außerdem aktiv in der Schulter bleiben und somit verhindern, unstabil zu werden. Durch die Protraktion kommen eure Ellbogen dann ein Stück vom Körper weg und ihr könnt euch vorstellen, die Ellbogen vor den Körper drücken zu wollen. So werdet ihr nicht in eine unstabile Lage fallen. Natürlich zieht man den Hefesto außerdem ohne Schwung. Zusammengefasst leitet ihr also, nachdem ihr euch zuerst einen guten Grip verschafft habt, die Bewegung dadurch ein, dass ihr eure Schultern nach vorne drückt, während ihr anfangt, eure Arme zu beugen, um nach oben zu kommen, bis ihr schließlich an den Punkt angelangt seid, an dem ihr dann versucht, eure Ellbogen hinter die Stange zu bringen und am Ende dann mit der Stange beim Rücken ankommt. Wo genau dieser Wendepunkt stattfindet, hängt ein bisschen von eurer Mobilität und auch von eurer Kraft ab. Der Hefesto beansprucht vor allem euren Bizeps, eure Unterarme, die Schultern und er benötigt außerdem sehr starke Handgelenke. So, jetzt haben wir also gerade mal gesehen, wie ein richtiger Hefesto überhaupt aussehen sollte. Jetzt müssen wir uns natürlich aber auch anschauen, wie man dahin am besten kommen kann. Und dazu möchte ich euch jetzt die in meinen Augen effizientesten und wichtigsten Vorübungen dazu zeigen. Die wichtigste Vorübung für den Hefesto ist es einfach, Versuche zu machen. Wenn man schon ein gewisses Grundlevel hat, kann es sein, dass das die einzige Übung ist, die ihr benötigt. Daher geht ihr in die vorher beschriebene Ausgangsposition und versucht dann mit der entsprechenden Form, also ohne Schwung und mit vorgedrückten Schultern und festem Grip, einmal so hoch wie möglich zu kommen. Manchmal muss man dabei ganz schön durchbeißen und bewegt sich vielleicht auch noch recht langsam nach oben. Falls euch das anfangs aus dem Deadhang zu schwer ist, könnt ihr das auch zusammengerollt versuchen
und mit der Hüfte ein wenig höher, also auf Schulter oder vielleicht sogar auf Stangenhöhe starten, um dann zu versuchen, von da herauszukommen. So habt ihr keine so große Dehnung in den Schultern und ihr werdet euch normalerweise ein bisschen leichter tun. Es ist auch möglich, zuerst einmal einen Hefesto so zu lernen und dann mit der Zeit zu versuchen, mit der Hüfte immer tiefer und tiefer zu starten. Eine andere Variante, die ihr dann auch machen könntet, wäre es einfach Push zu machen, bei denen ihr es nicht unbedingt gleich versucht, so hoch wie möglich zu kommen. Das ist ein bisschen schonender für die Strukturen und kann euch aber trotzdem auf die Anfangsposition vom Hefesto vorbereiten. Versuche sind wie gesagt wahrscheinlich die wichtigste Vorübung, sie haben aber erst dann einen Nutzen für euch, wenn ihr es schon schafft, ein bisschen aus dem Rockout herauszukommen. Wenn ihr noch gar keine Chance habt, euch von da aufwärts zu bewegen, müsst ihr wahrscheinlich zuerst einmal noch mit anderen Vorübungen arbeiten, die wir uns jetzt gleich ansehen werden. Assisted Hefestos, also Hefestos, bei denen ihr euch mit den Beinen helft, sind nach den Versuchen die wichtigste Vorübung für den Hefesto, beziehungsweise falls ihr die Versuche eben nicht hinbekommt, für euch die wichtigste. Dabei sucht ihr euch eine Stange, bei der ihr in der Ausgangsposition gehockt am Boden stehen könnt, so dass aber eure Arme und Schultern möglichst gestreckt werden können. Ihr könnt theoretisch auch etwas unter die Stange stellen, falls ihr keine niedrige habt. Von da versucht ihr dann einen Hefesto mit wirklich so wenig wie möglich Hilfe der Beine zu machen. Dabei gibt es einige wichtige Punkte, auf die ihr achten solltet. Es ist nämlich ein großer Unterschied zwischen Rows hinter dem Rücken und einem Assisted Hefesto. Erstens solltet ihr mit der Hüfte so tief wie möglich starten und versuchen, bestmöglich aus eigener Kraft, ohne die Hilfe der Beine, aus dem Lockout zu kommen. Zweitens solltet ihr versuchen, die Bewegungsbahn, die euer Körper beim Hefesto machen würde, möglichst gut zu simulieren. Um dafür schon mal die richtige Startposition zu haben, hebt ihr am besten kurz mit den Beinen ab und setzt dann dort auf, wie ihr euch einpendeln würdet. Dann sollte diese Position passen. Zieht zuerst so hoch wie es geht und versucht dann erst mit den Ellbogen hinter die Stange zu kommen. Der dritte wichtige Punkt bei der Übung ist es, dass ihr euch nicht zu hoch raufpusht, sondern dass ihr am Ende der Bewegung mit der Stange möglichst nahe Richtung Schulterblätter kommt. Beim echten Hefesto werdet ihr nämlich auch in diese Position hochkommen. Es ist nicht realistisch, die Stange zum unteren Rücken oder zum mittleren Rücken zu ziehen. Helft mit den Beinen also wirklich so wenig wie möglich und konzentriert euch auch nur auf die Schultern und die Arme, so als würdet ihr den Hefesto wirklich frei ziehen. Kommt vor allem eben auch nicht unnötig hoch, ihr solltet eigentlich durchgehend mit den Handgelenken und mit der Schulter von der Dehnung her am Anschlag sein. Versucht also die Hüfte dazu durchgehend so tief wie möglich zu halten. Falls ihr schon stark genug dazu seid, könnt ihr auch anfangs die Füße weggeben und sie erst dann, wenn ihr es ohne Hilfe nicht mehr weiter hoch schafft, auf den Boden kommen, um zu helfen. Den letzten Part könnt ihr dann, wenn ihr wollt, auch wieder ohne Hilfe machen. Achtet auf die gleichen Punkte, wie ich sie vorhin schon beim normalen Hefesto erklärt habe, und greift vor allem nicht unrealistisch weit hochgedreht. In echt werdet ihr nämlich auch nicht komplett eingedreht sein können und genau das ist auch eine der Schwierigkeiten beim Hefesto, auf die ihr eure Handgelenke und Strukturen einfach besonders gut vorbereiten solltet. Wenn ihr testen wollt, ob euer Griff hier realistisch ist, könnt ihr vorher kurz die Beine abheben, um zu sehen, ob er runterrutscht oder nicht. Wenn der Griff bleibt, ist er auch realistisch und ihr könnt ein Assisted Hefesto so machen. Nachdem ihr hochgezogen habt, könnt ihr theoretisch den negativen Teil der Bewegung ohne Hilfe machen und dann wieder so mit Hilfe hochkommen. Bei den Assisted Hefestos und auch bei den Versuchen von vorhin würde ich es euch raten, dass ihr in einem sehr niedrigen Wiederholungsbereich bleibt, also am wahrscheinlichsten einfach nur ein Versuch pro Satz zu machen, maximal 2 oder 3, mehr auf keinen Fall, einfach damit ihr euch wirklich auf diese Maximalkraftbelastung vorbereitet und dass ihr einfach eine realistische, sehr harte und aber auch kurze Belastungszeit habt. Die negativen Wiederholungen, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe, sind jetzt noch die dritte Vorübung, die ich euch zeigen möchte. Sie ist allerdings bei weitem nicht so wichtig wie die anderen zwei Übungen, einfach weil ihr dabei, aus Gründen, die ich jetzt nachher noch gleich erklären werde, nicht einen so realistischen Reiz für den Hefesto erzeugen könnt. Und deshalb würde ich es euch nur raten, das höchstens als Zusatzübung zu machen, aber auf keinen Fall als Hauptübung, um den Hefesto zu lernen. Bei den negativen Hefestos macht ihr im Prinzip nur die negative Bewegung und startet von oben und versucht euch dann langsam und kontrolliert in den Lockout herunterzulassen. Dabei ist es wieder wichtig, dass ihr nicht unrealistisch hochgreift, sondern eure Handgelenke eher an die Extremposition anpasst. Außerdem solltet ihr gerade hier vorsichtig sein und euch niemals fallen lassen und immer langsam und ganz kontrolliert arbeiten. Falls ihr merkt, dass ihr euch nicht mehr halten könnt, lasst euch lieber fallen, bevor ihr euch verletzt oder vielleicht sogar etwas reißt. Eine, ich sage jetzt mal, ein bisschen weniger gefährliche Variante der negativen Hefestos, die ihr noch machen könntet, wäre es nicht ganz nach unten zu gehen, sondern einfach nur so weit nach unten zu gehen, dass ihr wisst, dass ihr wieder zurückkommen könnt
und das dann sozusagen auf Wiederholungen zu machen. Diese Übung kann euch dabei helfen, beim oberen Teil des Hephaestos besser zu werden, falls ihr dabei Probleme habt. Die negativen können euch zwar helfen, um ein Gefühl zu bekommen, sie sind aber eben, wie schon vorher kurz gesagt, nicht die wichtigste Übung. Der Grund dafür ist, dass es das Schwere beim Hephaestus ist, eigentlich aus dem Lockout ohne Vorspannung herauszukommen. Und was ihr jetzt bei der negativen aber habt, ist, dass ihr mit extrem viel Spannung in diesen Lockout hineinkommt. Das heißt, es ist eigentlich keine so realistische Simulation für den Hephaestus und aus dem Grund sind sie auch nicht eine so wichtige Übung. Ich habe zum Beispiel nie negative gemacht, um einen Hephaestus zu lernen. Bei mir habe ich diese Übung gar nicht drin gehabt. Ihr könnt es wie gesagt machen, um ein Gefühl zu bekommen, aber auch das solltet ihr nur dann machen, wenn ihr schon eine gewisse Grundkraft habt. Und vor allem nur dann machen, wenn ihr sie wirklich ganz sauber und ganz kontrolliert mit schöner Form ausführen könnt. Für den Hephaestus zu trainieren bringt sich außerdem erst an einem gewissen Level was, und wenn ihr mit einem sehr niedrigen Grundlevel starten werdet, für den Hephaestus zu trainieren, kann es gut sein, dass ihr einfach zu schwach für die Vorübungen seid und deshalb kaum Fortschritte sehen werdet. Ich möchte euch jetzt noch kurz ein paar Übungen zeigen, von denen es gut wäre, wenn ihr sie schon mal gemacht habt oder zumindest schon mal probiert habt, beziehungsweise von ein paar wäre es auch gut, wenn ihr sie eigentlich schon gemeistert habt, wenn ihr einen Hephaestus anfangen wollt zu trainieren, weil wenn ihr die nicht hinbekommt, beziehungsweise wenn ihr keine der Übungen, die ich euch jetzt zeigen werde, hinbekommt, kann es sehr gut sein, dass ihr einfach noch eine zu niedrige Grundkraft habt, um mit dem Training für den Hephaestus zu starten. Diese Übungen sind der supinierte Backlever, der One-Arm Chin-Up Hold oder falls ihr auch schon sehr fortgeschritten seid, der One-Arm Chin-Up, der Assisted Hephaestus mit ein bisschen mehr Hilfe oder auch Bulgarian Dips. Bei allen diesen Übungen werden nämlich auch die gleichen Muskeln bzw. teilweise die gleichen Muskeln wie auch beim Hephaestus beansprucht, und wenn ihr noch bei allen diesen Übungen Probleme habt und keine Übung davon hinbekommt, kann es sehr gut sein, dass ihr noch zuerst an eurer Grundkraft arbeiten solltet, bevor ihr dann mal mit dem Training für den Hephaestus startet. Natürlich bringen euch auch alle anderen Übungen, die ihr jetzt vielleicht für die entsprechende Muskulatur kennt, etwas, um euch jetzt auf den Hephaestus vorzubereiten. Der Hephaestus ist außerdem durch die, ich sage jetzt mal, sehr spezielle Bewegung eine Übung, die jetzt keinen so großen Krafttransfer auf andere Übungen hat. Das heißt, nur beim Hephaestus gut zu werden, wird euch nicht unbedingt sehr viel bei anderen Calisthenics-Übungen bringen. Umgekehrt ist das sehr wohl der Fall, das heißt, wenn ich stark bei anderen Übungen bin, kann es sehr wohl sein, dass es einen großen Nutzen für meinen Hephaestus hat, und genau aus dem Grund macht es auch nochmal nicht so viel Sinn, ihn zu früh zu trainieren, weil es sein kann, dass ihr wie gesagt einfach zuerst mal an eurer Grundkraft arbeiten solltet. Ihr müsst ja außerdem auch bedenken, dass beim Hephaestus sehr starke Belastungen auf den Körper herrschen, weil ich einfach auch in einer Endposition mit meinem Handgelenk zum Beispiel bin. Genau aus diesem Grund ist es eben diese Vorbereitung und diese Grundkraft beim Hephaestus wirklich wichtig und auch eben sinnvoll, darauf zu warten. Wie ihr also gerade gesehen habt, kann es, wenn ihr schon ein gewisses Grundlevel habt, ausreichend sein, nicht besonders viele verschiedene Übungen für den Hephaestus zu machen. Eigentlich kann es komplett ausreichend sein, Versuche bzw. Assisted Hephaestus zu machen, um ihn zu lernen. Ich persönlich kann kurz erzählen, wie es bei mir war. Ich hatte das Glück, oder wie ich es auch immer nennen soll, dass ich meinen ersten, ich sage jetzt mal, schieren Hephaestus, also meinen Hephaestus mit Start mit hoher Hüfte, einfach so ohne Training dafür geschafft habe. Ich hatte schon ein relativ gutes Grundlevel, ich habe schon 5 One-Arm-Pull-Ups gezogen, über 10 Handstand-Push-Ups gemacht und hatte einfach schon ein gutes Kraftlevel und habe deshalb den ersten Hephaestus, ihr seht es hier kurz eingeblendet im Video, einfach so gezogen, einfach so probiert und geschafft. Aber wie gesagt, ich hatte schon das entsprechende Grundlevel dafür, und meinen ersten Hephaestus aus dem Diet Hang, also ich sage jetzt mal richtigen Hephaestus, habe ich nicht so früh dann geschafft. Dafür habe ich dann schon nochmal extra darauf hintrainieren müssen, und dafür habe ich dann eigentlich vor allem Versuche und auch Assisted Hephaestus gemacht. Was anderes habe ich dafür eigentlich nicht trainiert. Es ist also so, wie ich es auch in der Praxis bestätigt bekommen habe, wirklich das Wichtigste, Versuche und einfach Assisted Hephaestus zu machen, um den Hephaestus bestmöglich lernen zu können. Und wie oft solltet ihr das Ganze jetzt machen oder wie viel? Ich sage immer so oft, wie es eure Zeit, also wie viel ihr Zeit investieren könnt und wie es aber auch eure Regeneration zulässt. Das heißt, so oft wie ihr spürt, dass es für euren Körper möglich ist, ohne dass ihr euch jetzt komplett überlastet. Ich hatte auch teilweise Probleme mit den Unterarmen dann. Ich habe das ein bisschen übertrieben, muss ich zugeben. Ich habe das ein bisschen zu oft gemacht, ein bisschen zu oft trainiert und nicht mich ganz regeneriert zwischen den Einheiten und habe das ein bisschen zu oft eben gemacht. Das kann man aber auch vermeiden, und falls ihr außerdem Probleme in den Unterarmen habt, kann ich euch ein Video, das ich schon dazu gemacht habe, empfehlen. Den Link dazu findet ihr entweder jetzt hier in der Infobox oder in der Videobeschreibung. Wenn euch der Hephaestus wirklich wichtig ist und eine hohe Priorität für euch hat, dann wäre es auch gut, ihn am ehesten mit frischer Kraft, also eher zu Beginn des Trainings zu trainieren. Muss es nicht sein, aber macht Sinn, wenn es für euch eine hohe Priorität hat, um dann eben mit hoher Qualität arbeiten zu können. Und natürlich solltet ihr auch immer die für euch schwierigsten Vorübungen vor den leichteren
Vorübungen machen, beziehungsweise halt eben, falls ihr das schon könnt, die Versuche vor den Assisted Hephaestus machen, einfach damit ihr eine möglichst hohe Qualität haben könnt. Es ist wie gesagt eigentlich eine Maximalkraftübung für euch, egal, einfach sehr kurze Belastung und hohe Anspannung, und da ist eben die Qualität wirklich wichtig, deswegen eher zu Beginn des Trainings und auch eher nur auf niedrige Wiederholungen mit hoher Qualität, beziehungsweise vielleicht auch nur eine Wiederholung, ein Versuch kann komplett ausreichend sein pro Satz. Zwischen den Sätzen selbst oder zwischen den Versuchen selbst könnt ihr, wenn ihr wollt, was anderes machen, was andere Muskelgruppen beansprucht. Pause solltet ihr so lange machen, wie ihr spürt, dass ihr wirklich wieder frisch seid. Das kann ruhig 2 bis, ich sage jetzt mal 5 Minuten sein, je nachdem, wie hart das Ganze für euch ist. Und Versuche bzw. Sätze könnt ihr einfach nach eurem Gefühl so viele machen, wie ihr einfach die Qualität hoch bleiben könnt. Ihr braucht euch jetzt nicht jeden Tag mit extrem stark geholfenen Hephaestus komplett ans Limit bringen. Es ist schon wichtig, dass man einfach, ich sage jetzt mal, hart rangeht, dass man auch da wirklich kämpft. Aber wie gesagt, die Verletzungsgefahr ist beim Hephaestus bzw. die Überlastungsgefahr, es ist nicht unbedingt so, dass ihr euch gleich was reißen werdet oder so, aber die Überlastungsgefahr ist schon da auch, wie bei allen anderen Übungen auch. Und deswegen kann es auch Sinn machen, den Hephaestus jetzt nicht unbedingt jeden oder auch vielleicht nicht jeden zweiten Tag zu trainieren, sondern je nachdem, wie ihr euch fühlt. Ich würde euch raten, dass ihr wirklich frisch regeneriert an die Einheiten für den Hephaestus, also an die Trainingseinheiten für den Hephaestus herangeht, und dass ihr, wenn ihr spürt, dass ihr noch gar nicht regeneriert seid vom letzten Mal, den Hephaestus vielleicht erst dann halt wieder am nächsten Tag oder bis ihr euch halt wieder frisch fühlt, probiert oder halt die Übungen dafür macht. Mit zu großer Vorsicht, muss ich auch sagen, werde ich den Hephaestus vielleicht auch nicht schaffen. Also wenn ich nie hart rangehe, werde ich meinen Körper vielleicht auch nicht effizient das Limit bringen können. Und ich muss sehr wohl schon auch hart rangehen und harte Versuche machen und wirklich kämpfen. Ihr habt vorher das Video kurz gesehen, wo ich ihn das erste Mal geschafft habe, weil ein richtiger Kampf hat einfach sein müssen, um ihn zu schaffen. Das heißt, ihr müsst das selbst ein bisschen abwägen, wie weit kann ich gehen und wie oft kann ich es eben, wie schon gesagt, trainieren. Da müsst ihr einfach auf euren Körper hören. Ja, was jetzt noch wichtig ist, dass ihr natürlich über längere Zeiträume hinweg und auch einfach konstant am Training für den Hephaestus dran bleibt, dass ihr regelmäßig eure Trainingseinheiten macht, dass ihr ihn oft genug übt und dass ihr auch wirklich geduldig seid. Es kann eine Zeit lang dauern, um ihn zu erreichen, aber bleibt einfach wirklich dran, dann wird es auch für euch erreichbar sein. Das war es auch schon mit allem, was ich euch zum Hephaestus sagen wollte. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Wünsche habt, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Und falls ihr noch mehr Tutorials oder Videos zum Thema Calisthenics sehen wollt, dann schaut euch mal auf meinem Kanal um. Dort gibt es noch einiges mehr zu sehen. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.